Im Zeitalter der Hyperkommunikation ist Mitteilen oft wichtiger als echtes Zuhören. Das gilt für Politik, Gesellschaft und Privatleben gleichermaßen. Fakten und Argumente werden häufig nur akzeptiert, wenn sie der eigenen Meinung entsprechen. Viele Debatten sind unsachlich und verschärfen die gesellschaftliche Spaltung. Auch Diffamierungen erschweren einen gesellschaftlichen Konsens. Es dominieren Extreme und die Wortgefechte führen häufig zu Spannungen und Konflikten. Auch die meisten öffentlichen Debatten, die ein enormes Empörungspotenzial haben, tragen nicht zu einer sachlichen Diskussion bei. Häufig geht es nur noch um Zuspitzungen und darum, Recht zu behalten. Doch wo laut und heftig gestritten wird, kann auch keine Einsicht gewonnen werden. Das führt zu verzerrten Wahrnehmungen. Damit verbunden sind innere Zwiespältigkeit, Voreingenommenheit und selektive Informationsauswahl. Ein solcher naiver Realismus verhindert, das eigene Urteil zu hinterfragen. Urteilsbildungen sind deshalb so schwierig, weil die Welt nicht nur komplex, sondern von zahlreichen Krisen und von Ungewissheiten geprägt ist. Menschen verhalten sich weniger rational, als sie es selbst gerne täten. Daniel Kahneman nennt dies Bias. Vor allem Gruppen sind noch anfälliger für den Confirmation Bias als Einzelpersonen. Auch die Tatsache, dass sich innerhalb der Gruppe niemand gern gegen die Gruppe stellt, spielt dabei eine wichtige Rolle. Das führt dann dazu, dass sich die Gruppenmitglieder gegenseitig bestärken und dies auch demonstrativ und laut nach außen zur Schau stellen. Wir haben immer weniger Ressourcen, um anderen achtsam zuzuhören und uns mit komplexen Themen auseinanderzusetzen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zunehmende Aggressivität und Radikalisierung. Algorithmen treiben Nachrichtenzyklen in immer höherem Tempo vor sich her. Aufmerksamkeitsökonomie. Vereinfachung der Debatten bis zur Inhaltsentleerung. Desinformationen sowie Halb- und Unwahrheiten. Kognitive Dissonanz, was nicht ins eigene Konzept passt, wird ausgeblendet. Abgeschaffte Faktenchecks. Dauerablenkung. Empörungswellen und Ausschläge sowie Etikettierungen. Hyperaktivität. Nonstop-Betriebsamkeit. Überreiztheit. Hohe Risikobereitschaft. Ängste. Hass und Hetze. Hysterie und Emotionalität. Ein auf Aktualität getrimmter Journalismus. Permanente Orientierung am Konflikt. Kulturelle Konfliktlinien. Manipulation durch gesellschaftlich erwartete Meinungen. Mainstream. Zunahme der Polarisierung in der Gesellschaft. Verstärkter Populismus. Propagandastrategien. Ängste erzeugen oder Verwirrung stiften. Fahrlässige Rhetorik. Schwindende Solidarität und Zusammenhalt. Vorschnelle Urteile. Verschwörungsmythen, Wahrnehmungsbarrieren und Blockaden. Wahrheit basiert immer weniger auf Fakten, sondern auf Emotionen, Storytelling und selektiver Wahrnehmung. Die eigene Weltsicht wird als gegeben und eigene Entscheidungen, Diagnosen oder Urteile als alternativlos angesehen. Zuhören ist eine Schlüsselkompetenz, die oft unterschätzt wird. Es geht nicht nur darum, Worte zu hören, sondern auch darum, die Bedeutung und die Emotionen dahinter zu verstehen. Indem wir wirklich zuhören, öffnen wir uns für neue Perspektiven und schaffen die Grundlage für echte Kommunikation. Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen zeigt in seinem aktuellen Buch Zuhören. Die Kunst, sich der Welt zu öffnen, dass Zuhören die Voraussetzung für Kommunikation ist. Ein in vielerlei Hinsicht nachhaltiges Buch. Es ist in 10-jähriger Arbeit gewachsen und nicht einfach zwischendurch hervorgebracht worden. Die Reifezeit und Entwicklungsphasen sind hier eingeschrieben, auch die ganz persönlichen, die zutiefst berühren, weil Wissenschaftler nur selten über ihre Gefühle und Erlebnisse schreiben. Er hat seine eigene Tiefengeschichte und sein Lebensthema hier verankert. Jeder Mensch trägt seine eigene Tiefengeschichte mit sich herum. Sie wird durch die je besondere Lebenssituation, durch persönliche Erlebnisse und durch kollektive Umstände geformt. Das Erzählen trägt dazu bei, das Geschehen zu begreifen. Nachhaltig ist dieses Buch aber auch,
weil es auf vergangenen Publikationen des Medienwissenschaftlers aufbaut und sich sämtliche Bausteine zu einem großen Ganzen verbinden. Zum Beispiel schrieb er vor einigen Jahren: Wer mit einem Beispiel arbeitet, sollte sich bewusst sein, dass es auf Anhieb sitzen und auf den Punkt fokussiert sein muss. Es darf nicht durch eigene Komplexität die Aufmerksamkeit allzu sehr auf sich selbst lenken, denn es soll ja nur ein Beispiel sein für etwas. Kommunikation muss greifbar sein. Zudem verwies er darauf, dass sich Kommunikation nicht auf apokalyptische Bilder beschränken sollte. Viel wichtiger sei es, Auswege aus der Krise zu zeigen und nachhaltige Impulse zu setzen. Was es heute braucht, ist ein begründeter Optimismus, die enormen Herausforderungen überhaupt meistern zu können. Eine behutsamere und optimistische Weltbetrachtung ist dafür eine wichtige Voraussetzung. In seinem Buch »Die große Gereiztheit«, benannt nach einem Kapitel in Thomas Manns Zauberberg, analysiert er die kollektiven Erregungsspiralen unserer Tage und das Bedrohliche des kommunikativen Klimawandels, der mit den Krisen der Welt eng vernetzt ist. Ohne diese Vorarbeiten ist sein neues Buch nicht denkbar. Die Kunst des Zuhörens ist keine rein philosophische Betrachtung, sondern ein Mix aus Erfahrungsberichten, Beobachtungen, essayistische, vor allem aber ein Plädoyer, eigene Standpunkte zu überprüfen und auf Spurensuche zu gehen. Im Jahr 2007 stieß Pörksen bei einem Besuch in seinem Elternhaus auf ein Buch des Reformpädagogen Hartmut von Hentig, der darin Gerold Becker, den früheren Leiter der später in die Schlagzeilen geratenen Odenwaldschule, in glorifizierender Weise schrieb. Während seiner Recherchen stellte er fest, dass es zahlreiche Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gab. Becker sei ein Päderast. Er ließ das Thema zunächst fallen und hörte erst wieder hin, als die öffentliche Debatte um Becker und die Odenwaldschule im Jahr 2010 einsetzte. Pörksen widmet sich der Frage, warum es Jahrzehnte dauerte, bis die Verbrechen an Kindern in der Kirche benannt wurden, obwohl es bereits 1999 einen ersten Artikel in der Frankfurter Rundschau zu Missbrauchsvorwürfen gab. Er geht davon aus, dass ehrliches, den Opfern Zuhören eine Außenperspektive braucht. Es muss jemand kommen, der nicht mit dem System verknüpft ist und noch keine heiligen Bilder im Kopf hat. Hinzu kommt, dass, wer selbst Opfererfahrungen gemacht hat, empathischer ist. Du-Ohr und das Ich-Ohr. Mit dem Ich-Ohr hören wir entlang unserer persönlichen Urteile und Vorurteile zu. Mit dem Du-Ohr versuchen wir, in die Welt der anderen einzutauchen. Bedingungen für echtes Zuhören. Pörksen wollte verstehen, wann wir weghören und wieder hinhören. Missbrauchsskandale, Ukraine-Krieg, Klimakrise, Migration. Pörksen zeigt, welches Spaltungspotenzial diese Begriffe in sich tragen. Seine Beispiele dienen ihm aber auch als Belege fürs Aneinander-Vorbeihören. So verweist er auf James Hansen, der bereits 1988 feststellte, dass der Treibhauseffekt erwiesen ist. Auch er wurde nicht gehört. Die Fähigkeit zum Zuhören ist in dieser Düsterwelt erloschen. Kritisiert werden auch soziale Netzwerke, die auf Hypes, Superlative und Ökonomisierung ausgelegt sind und deshalb niemals Orte des aufmerksamen Zuhörens sein können. Der Informationsreichtum der digitalen Welt ist ein ungeheures Geschenk, aber in der gegenwärtigen Situation haben ganz wenige ganz viel Macht und verkaufen ihre Userinnen und User meistbietend an die Werbeindustrie und versteigern ihre Datenprofile. Die Situation ist unerträglich. Echtes Zuhören ist für Pörksen auch Voraussetzung für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Daniel Barenboim bezeichnete es einmal als Hören in Verbindung mit Denken und Konzentration. Das bedeutet, sich nicht nur auf sich selbst einzulassen, sondern auf das, was zu hören und gedanklich nachzuvollziehen ist. Wer sich auf die Tonalität des anderen einlassen kann, hört auch besser die Zwischentöne des Lebens. Wer verstehen will, muss zuhören können. Dafür braucht es mitfühlende Anteilnahme, Bereitschaft zur Differenzierung, Distanz zu sich selbst, gegenseitige Empathie,
eine am Lernen orientierte Fehlerkultur, Fokussierung und Konzentration. Formulierungen sollten so gestaltet sein, dass der andere noch anknüpfen kann. Eigene Haltung und innere Einsicht, Möglichkeiten für eine Transformation zu nutzen, informieren statt missionieren. Interessenausgleich zwischen Konfliktparteien, Klärungs- und Sortierarbeit, Kommunikation der Begreifbarkeit, Informationsverantwortung liegt beim Sender und nicht beim Empfänger. Freude an Komplexität, Details und Grautönen. Sichtbarmachung von Kontexten, Offenheit, in Zusammenhängen und Beziehungen denken zu lernen, zuzuhören, nachzufragen, verstehen zu lernen. Medienkompetenz, nicht zu viel noch zu wenig Zeit mit den Medien zu verbringen und sich letztlich selbst ein Bild zu machen, die Perspektive des anderen einnehmen. Mit dem Du-Ohr hören Schaffung von Räumen, in denen wir uns unterbrechungsfrei einander zuwenden können. Anderen mit Respekt, wertfrei und empathisch begegnen und ihre Meinung anhören und aushalten. Ausbildung der Risikokompetenz, die uns den Umgang mit möglichen Folgen lehrt, auch wenn wir keine eindeutigen Prognosen abgeben können. Konzentration auf Sachdebatten, kollektiver Sachverstand, um Vorgänge ernsthaft und nicht mit selbstgebastelten Narrativen einordnen zu können. Bewusstsein für ausreichenden und erholsamen Schlaf. Ohne Schlaf handeln wir gedankenlos. Selbsterkenntnis und Selbstreflexion. Skepsis gegenüber zu einfachen Antworten. Standpunkte aufbauen, um dann gemeinsam ein lösungs- und handlungsorientiertes Vorgehen für anstehende Entscheidungen zu finden. Von der Unsicherheit her beginnen, nicht von der Antwort Wahrnehmungsöffnung und Vergewisserung, zum Beispiel durch Kontemplation und Meditation Wertschätzung, damit gute Kommunikation stattfinden kann. Sich selbst als lernfähiges Wesen begreifen, geleitet von den Prinzipien der Vernunft. Schärfen der Sinne und das Trainieren des Verstandes, gelebte Vielfalt, eigene Vorurteile in den Hintergrund treten lassen, nicht sofort Bescheid zu wissen. Die Botschaft des Buches, das der Vernunft in diesen Tagen eine Stimme gibt, ist klar und einfach. Die Basis unserer Kommunikation ist das wirkliche Zuhören. Das ist für Bernhard Pörksen Demokratie im Kleinen, Anerkennung und Akzeptanz von Verschiedenheit, Suche nach dem Verbindenden, Klärung des Trennenden, gemeinschaftliche Erkundung einer Welt, die überhaupt erst im Miteinander reden und einander zuhören entsteht.